Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Dietmar6736 hat unter einem Video kommentiert: Danke für das hilfreiche Video. Es ist wünschenswert, wenn Tonleiterübungen in anderen Tonarten wie A-Dur, F-Dur und E-Dur folgen würden. Von den Vorschlägen nehme ich heute mal F-Dur, um mit euch die F-Dur-Tonleiter zu üben. A-Dur hätte 3 Kreuze und E-Dur hätte 4 Kreuze als Vorzeichen. Und das wäre doch schon einiges schwieriger. Das kann ich natürlich auch mal als Video machen. Das müsst ihr mir dann schreiben, ob ihr da so denkt wie Dietmar. Und ansonsten fangen wir heute mal harmlos an mit F-Dur. Ein F-Dur könnt ihr schön mitüben, entweder mit einer F-Blockflöte oder mit einer C-Blockflöte. Das ist beides möglich. Also die Tonleiter in F-Dur. Was heißt das überhaupt? F-Dur. F-Dur hat ein Vorzeichen, nämlich ein B. Das heißt, in F-Dur gibt es kein H, sondern statt des H müssen wir B spielen. Das B steht jetzt hier nur zu Anfang hinter dem Violinschlüssel und nicht mehr extra vor der Note H, die ja jetzt ein B ist. Das müsst ihr also dann berücksichtigen. Wie kann man überhaupt wissen, dass F-Dur ein B hat und nicht 3 Bs oder 5 Kreuze? Da gibt es einen ganz schönen Spruch. Für die Bs gibt es den Spruch: für beide Esser, As dessen Geselle. Ich sage es nochmal: für beide Esser, As dessen Geselle. Und die Anfangsbuchstaben, die verraten euch, wie viele Bs eine Tonart hat. Also für ein B müssen wir den Anfangsbuchstaben des ersten Wortes nehmen. Für, also eine Tonart mit einem B in Dur ist F-Dur. Es gibt zwar auch Molltonarten, da wäre das mit einem B D-Moll, aber die lassen wir heute mal außer Acht. Also in den Dur-Tonarten wisst ihr, wenn es ein B ist, dann ist es F-Dur. Und wenn es zum Beispiel 5 Bs hat, das gibt es ja auch, dann müssen wir nochmal rechnen. Für beide Esser, As, dessen, und dann nimmt man die ersten 3, des. Also ein Stück mit 5 Bs ist in Des-Dur, wenn es nicht in Moll steht. Soweit die Theorie. Jetzt spielen wir mal ganz langsam die F-Dur-Tonleiter. Ich mache es erst auf der Sopranblockflöte für euch und gleich hinterher nochmal auf der Altblockflöte. Ihr könnt beides mit beiden Flöten jedes Mal mitspielen, das ist egal. Vielleicht ist es euch aufgefallen, dass ich das B auf der Sopranblockflöte so gegriffen habe und nicht so. Ich finde, dass dieses B schöner gestimmt ist. Das klingt so ein ganz kleines bisschen höher als dieses B. Ihr könnt das aber auch natürlich so mitspielen, wenn ihr das gewohnt seid. So, jetzt bringen wir mal Legato rein, also Bindebögen, um das Ganze ein bisschen schwieriger und ein bisschen interessanter zu machen. Wir verbinden jetzt immer 2 Noten mit einem Legato und das bedeutet, dass ihr die erste Note ganz normal mit der Zunge anstoßt, also ein Dü oder ein Tü in die Flöte flüstert. Und bei der zweiten Note unterm Bogen das nicht mehr tut. Da bewegen sich also nur die Finger und die Zunge bleibt faul sozusagen. Los geht's!
Beim Legato-Spielen, also bei diesem Spielen mit Bindungen, besteht immer die Gefahr, dass die Finger zu schnell sind. Schneller als sie eigentlich sollen, bloß weil der Zungenstoß fehlt. Da müsst ihr also darauf achten, dass ihr trotzdem die Tonleiter schön gleichmäßig hinbekommt, auch wenn die Zunge in bestimmten Momenten nichts zu tun hat. Jetzt machen wir mal das krasse Gegenteil, nämlich ein Staccato, also ganz kurz die Töne nur angestoßen, ohne dass es insgesamt schneller sein muss. Und am besten benutzt ihr dafür ein T statt einem D, dann klingt es schön knackig und kurz. Und hier müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht eilt und jeweils den nächsten Ton sehr schnell nach dem vorherigen spielt, und dann wird das Ganze nämlich immer schneller. Wir machen das mal wieder gemeinsam, erst langsam, dann schnell. Und hier habe ich noch einen schönen Trick für euch. Falls das tiefe F hierbei bei der Altblockflöte nicht ansprechen möchte, weil ihr das sehr kurz spielt, dann probiert mal aus, dass ihr das gar nicht anstoßt. Dass ihr einfach beim tiefen F nur Hü macht und die anderen Töne anstoßt. Dann werdet ihr sehen oder hören, dass das nicht zu hören ist und dass das dann super funktioniert. Jetzt machen wir mal ein gemeinsames mittleres Tempo für alle und spielen jeden Ton doppelt. Und jetzt könnt ihr mal schwungvolle Dreiergruppen spielen, jeden Ton dreimal und so richtig schön tänzerisch. Und falls das jetzt schon gut klappt, was ich hoffe, dann können wir jetzt mal der Zunge was zu arbeiten geben. Jetzt spielen wir nämlich jeden Ton viermal sehr schnell nacheinander und das ist dann eher schwierig für den Zungenstoß, den schnell genug hinzukriegen, als für die Finger. Jetzt spielen wir mal von der ersten Note an eine Note nach oben und wieder zurück. Dann haben wir 3 Noten. Also erstmal F, G, F und die nächste Stufe geht dann G, A, G. Also immer von der Note aus einen nach oben und wieder zurück. Wir machen das aber schön langsam, weil das ein bisschen Denkarbeit ist.
So, da kann man sich also vertun. Ich hoffe, ihr habt es hinbekommen. Ist auch gut, sowas ganz auswendig zu üben und ganz ohne Noten. Jetzt machen wir im Prinzip das Gleiche. Wir gehen bloß zweimal zu dem höheren Ton und wieder zurück und haben dann also insgesamt 5 Töne, nämlich F, G, F, G, F und dann G, A, G, A, G und so weiter. Erstmal langsam und dann ein bisschen schneller. Ja, bis hierhin waren jetzt mal unsere gemeinsamen Übungen. Man kann natürlich unendlich viele Tonleitervariationen sich ausdenken und da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich hoffe jedenfalls, es hat euch Spaß gemacht, hier mitzuspielen. Ich hoffe, ihr konntet mitspielen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie es geklappt hat. Und wie immer bin ich natürlich sehr glücklich über Vorschläge zu neuen Videos. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch, da freue ich mich sehr. Und vergesst nicht, Veras Blockflöten-Kanal zu abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Mitmachen und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss!